Moin und herzlich willkommen hier wieder bei The Hobbyist in der Kategorie Gaming mit Vampire the Masquerade Swansong. Ja, im letzten Kapitel waren wir mit Lisha im Red Salon und sind jetzt gerade auf dem Weg in den Keller. Schauen wir, was uns dort erwartet. Ich bin gespannt, ich hoffe ihr auch. Sehen wir, was uns erwartet. Auf der haben wir Glück und laufen nicht direkt Dr. Dunham in die Arme. Oh, noch mehr Leichen. Wie es scheint... Ist die Vakuum verpackt? Empty vessels. He must be using them for something. Gehen wir erstmal hier lang. Haben wir hier noch irgendwas? Nee, ne? Apparently the pressure's right. Emergency drain. Okay. Das sieht nach Tremere-Shit aus. Zumindest nach Ritual-Shit. Wer weiß es. Also, das wäre was ich jetzt Beweis definitiv vernichten würde. Picklock. Do it. Tremere Bruche. Was macht denn diese schöne Brosche? Ist es die? Ja, ne? Allow the warlocks to enchant inconspicuous items to enhance the wearer's abilities. Risks of opponent focus is reduced by 25%. Das ist groß. In a dialogue for 3 disciplines 1, you eliminate 4 hunger. In a dialogue, each discipline 1 increases suspicion by 1. Klingt trotzdem gut. Nehmen wir mit. Oder benutzen wir. Key equipped. Okay. Notes and stabilization rituals. Trajax is in derivatives and its derivates are highly unstable. Ritual stabilization tests require that all the necessary preparations be made so that Trajax is left at room temperature for a minimal amount of time, 2 to 3 minutes at most. It is essential to store Trajax in temperature-controlled storage to ensure that experiments can be carried out correctly. The merchandise must be moved using refrigerated containers. Protocol Phase 1. Prepare the materials required for the ritual. Inject the appropriate form of Trajax into the prepared vessel. Immediately drain the kine of 2 1-liter pouches. Perform the ritual immediately. Affix the reference to the samples. This reference will refer to the detailed description of the ritual performed. Remit one of the 2 samples to Dr. Dunham, who will carry out the in vivo test. Record these remarks under the corresponding reference. Okay. Also haben wir auch noch einen Hexer hier irgendwo rumflitzen. Wer auch immer das gewesen ist. Falls es nicht unser guter Ventru-Freund ist, der gelernt hat, wie man Blutmagie benutzt. Das würde ihn noch gefährlicher machen. Oh, was haben wir hier? Das sind die ganzen Trajax-Dinger. Examine. There's gotta be a scanner somewhere to read these labels. Ja, das brauche ich zuerst, sonst mache ich hier irgendwas kaputt. Das mache ich ja noch mehr? Nee. You almost feel like this is a rat hideout here. But it's a discreet entrance. How awful. Okay, also nicht noch mehr. Naja, es sieht eher aus wie so ein Nosferatu-Versteck, ne? Wie sie eben auch gesagt hat. Oh, it's you. I've got a lot of work to do. Please excuse me. I get that you're busy, but... But you decided to interrupt me anyway. Fantastic.
Wyatt isn't coming to help. A thin blood and a coward too. We're all going to be in trouble just because he's scared. He doesn't know what he's got coming. Wow. Well, hold on. Why are we all going to be in trouble? Get out of here now! What are you hiding, Beryl? You dare? You leave me no choice. This is madness. What part of out do you not understand? I'm worried you're going to make our situation worse. What is this world coming to? I'm a member of the council. What I do is no business of yours. 46%, ey. Der Typ ist aber ganz schön hardcore. Aber Opponents Focus, ist das jetzt schon mit der Primärbranche eingerechnet? Serve the members of the council. Kann ich nicht sagen. Soll ich es trotzdem versuchen? Bei 46% und ich gebe dafür 6 Willpower aus. Ich würde es gern wissen. Ja, komm. Tie. Wenigstens etwas. Oh, Success. This is Richard's Red Salon. Anything that could get us in trouble is my business. Your dear Richard. You're always protecting him over and over. Yes, that's just how we Malkavians are. How touching. Completely incomprehensible, but touching nonetheless. I already told you, I'll find a solution. I won't keep you any longer. I'm not leaving until I'm sure there's no danger with whatever you and Wyatt are up to. What makes you think I could be hiding something so perilous? Trafficking vessels. He's afraid. Me like. Moment, kann ich eigentlich? Ich kann, ne? Oh, yeah. De Volonté? Oh, das ist auf Französisch? Das ist ja witzig. Hier, das ist ein Bug. Da steht der Effekt. Restaurer 5 points de Volonté. Also das ist Willenskraft, aber... Ja, den holen wir uns mal eben wieder. Und dann hauen wir ihn weg. It must be something serious. I can sense your fear, Beryl. Wyatt flakes out on me with the SI hot on our heels, having to cover our tracks. Of course I'm a bit perturbed. So then why don't you want to tell me anything? I'm thinking it over. Now's not the time to turn down a helping hand. If I accept your help, you can't tell anyone about it. Ever. Persuasion attempt. Defend. Oh, aber das kann ich nicht gewinnen. Kann ich das gewinnen, wenn ich... Ich muss es einfach versuchen. Ich will diesen Bastard unbedingt an den Karren pissen. Gucken, ob ich jetzt... 38%. Ich muss es versuchen. Fuck. Yes, of course. I'll spare you the list of consequences if you break your word. I can imagine. But I still think it's a bad idea. You're not the sharpest knife in the kitchen. If I let you help me, it could make matters worse. So stay out of it. Do you understand? Jetzt habe ich dafür nichts mehr. You're incapable of trusting anyone. And you're one to talk about stability? Yes, of course. Especially if that anyone has an imaginary child. I Last know she's not chance. real.
Oh, Irgendwie if I had verkacke ich feelings, das I'd immer. almost feel sorry for you. Ja. Could Richard help us? Natürlich nicht. Wenn ich Persuasion nehme, 0% Success, ist wieder für den Arsch. Das ist... Ja, komm. Why don't we ask Richard for help? Oh, the more the merrier. No thank you. But he could... Do nothing at all. Das war I klar. already have enough problems with you on my hands. We've wasted enough time already. You finally managed Keine to Ahnung, wie finish das- something off. My patience. You'll regret it. Yes, yes, of course. You may leave now. Es ist so bescheuert. Wie hätte ich das schaffen sollen? Das ist unmöglich. Ich habe alles in die Waagschale geworfen und es ist dennoch in die Hose gegangen. Ich finde das irgendwie ein bisschen schwierig, in diesem Spiel einfach auch was mit Logik zu schaffen. Klar sagen sie, man muss nicht immer die Sachen nehmen, die jetzt zum Beispiel Disziplinen erfordern oder was auch immer. Schön und gut, aber wenn man die Antworten nimmt, wo man was ausgeben muss, nämlich Willpower oder manchmal auch Blut oder was auch immer, dann schafft man auf einmal eine Konfrontation, also die eine Stage. Das ist Bullshit. Was haben wir hier? Kein Recycling-List. Boston Medical Center. Barrel's funneling bodies to them and lining his own pockets then. I'm not sure Hazel'd be happy to hear she's losing money like that. Ich kann mir vorstellen, dass, gut, ich hätte wahrscheinlich sagen müssen, das mit dem Trafficking von Bodies. Aber da hatte ich diesen einen Beweis noch nicht. Warum muss ich auch immer sofort mit Leuten sprechen? Ich muss erstmal die Umgebung absuchen. It feels like something's missing. Yep, ein Rädchen zum dran drehen. Ugh, I can't even force it. I told you to find Wyatt. We don't have much time. Ah, fuck off. Ugh, I can't even force it. Don't touch that door. Don't shoot. Ja, fuck off. Da sind wir hergekommen. Da ist dieser eine Ausgang. Hier geht's weiter. Was haben wir hier? A storage room, huh? Ah, Safe Zone. Okay. Aber mit doppelflügeliger Tür. Gönnt sich sonst nichts. Okay, ist ein mega heller Dingens. Ah, okay. Oh. Da kann man die Temperaturen verstellen. Ah, Evidence vernichten. Ja, aber ich brauche noch eins davon. Das heißt... Richard's injections. He doesn't want the wrong people to find them. Wir brauchen, wenn wir phlegmatisch brauchen, brauchen wir MG. Achso, okay, da auf der ist zu, dann brauchen wir das. Warum kann ich denn nicht ran? Ah, okay. Take Tragics MG. Hä? Close wollte ich machen eigentlich. Und jetzt gucken wir nochmal für den Teddyman, ob der hier vielleicht hockt. Tut er aber nicht. Hier hockt. Der Teddy versteckt sich jetzt ziemlich gut, ne? Vielleicht ist er hier versteckt. Nope. Okay. Nicht hier. So, was haben wir hier? Tragic Storage and Conservation. Achso, das hatten wir schon, ne? Genau. Store between... Mhm. Okay, das hilft uns weiter, wenn wir die Dinger zerstören. Send Tragics MG. Great. 4max. Okay. Das zerstören können wir hoffentlich später noch machen. Da war dieser Safe Room. Da brauchen wir nicht. Was ist hier gewesen? Ah ja. Okay, das Labor.
apparently the pressure's right. Okay, vielleicht brauchen wir das später noch, wenn die Second Inquisition kommt oder was auch immer, auch diesen Safe Room da. Ach, da waren wir noch nicht. Hier ist bestimmt Richards Zweig. Oh, the ink blot test. This one's a butterfly. Was sehen Sie darin? Wie sieht sie aus wie eine Motte? I've been here before. I'm sure of it. That reminds me of clouds. Eher eine dämonische Fratze oder ein Fuchs oder sowas. Was haben wir da? Ja, wir nehmen alle mit. Ja, einfach auch für Evidence. But Richard says that madness isn't an illness. Behaviors and words are sometimes chalked up into eccentricity or quirkiness. But when this deviation from the norm becomes persistent, particularly when accompanied by delusional thinking, it is generally considered to be madness. However, norms vary from one culture to another and from one era to another, and what we consider to be normal for standards in societies is different from the culture to another, depending on the frame of reference chosen. Since the 19th century, madness has been considered an illness. The term mental pathology is used, and the matter is studied from a medical perspective. Madness is thus something to be healed, to treat. Patient 27, case 5, thin blood. Boston, most likely. Date, sire's identity undetermined. Name is Davis. 1997, okay. Provided by QK3 for testing, was extremely interested in my research. I can tell that I'll be able to reach new highs with his support. Davis is extremely picky in his choice of vessels. He may be young, but I am curious as to his selectivity. I would have liked to keep him as a control for the Trajax 5 HT tests, but he will be far too costly to maintain. This brute complexity drained my most promising test vessel. In 15 years, I had never seen such potential. D+8. Day plus day? Day 0, day 1, day... I cannot keep D, I cannot keep Davis, okay. D+9, I encourage patient 0 to practice with him, and he's no longer an issue. I erased everything, of course. Oh, yeah. Ah, okay. Oha, können wir hier was finden? Nein, wir finden hier nichts. Kann ich was finden? Oha, University of California, Richard Dunham, Boston University Medical School, University of Boston, International irgendwas Ship. So, das haben wir schon. Was haben wir hier noch? Nichts mehr. Batteries and Polaroid photo. Observations on the interpretation of dreams. During test number 47 of Trajax MG, I observed dreamlike activity in a kindred. The formula isn't perfect, but this experimental accident allowed me to work on interpreting the event with the subject. To better understand this phenomenon, a former European colleague once advised me to read Freud's work, specifically the volumes on this subject, in the following order: Volume 3, Volume 5, Volume 4. However, my recent observations lead me to question this recommendation. It seems obvious to me that for psychoanalysis contribute anything to the understanding of this phenomenon in kindred. Volume 5 should be read first. Okay.
Personal notes are carefully reading of the aforementioned publications has led me to reconsider my psychoanalytical understanding of the unlife of kindred. Thus, the origin myth of Oedipus will show the way to a solution to the one who can interpret it. Always. It will reveal the tormented secrets of the blood in all its darkness. Ja. Bla bla bla. Warte mal, war das jetzt da drin? Nee, da war es drin, ne? Gut. Oh, Patient Zero. Nature suffering from Typhus, also Typhoid. Ist, glaube ich, Typhus, oder? Treatment Embrace. Okay, also um ihn zu heilen, hat man ihn erschaffen. Location between Brest and New York. Date October 13th, 1993. Named Juliet. D0, was heißt D0? Date 0? Date 0 plus 3 days? Oder was heißt das dann? Stricken with typhoid during the passage to Boston, I was forced to embrace her to save her. I'm having trouble hiding her. Basic sustenance operations are functional but limited. Subject can only feed in frenzied state. Refuses any derived source or sustenance. Rats, dominated kind, etc. An accident occurred this evening. I was unable to prevent it. I do not know what consequences will ensue, as this embrace is so far outside of standard procedure. However, this will also simplify things, I must admit. At least they will be together. I created a file for patient 1. The subject has developed extraordinary psychological defenses and continues to act as if nothing has changed. It seems that feeding sessions are followed by massive anterograde amnesia. I am both perplexed and fascinated. I'm sure to find an explanation for Quentin once we get to Boston. I haven't had time to make note of the therapy that I have implemented. I am surprised by the subject's skill, but it's not completely mastered yet. Presentation to QK went well. Queen wollte ich gerade sagen. Weiß jetzt gar nicht, was das heißt. I was on my guard. I must unfortunately make the subject forget her abilities or the consequences of her acts. Alright, it's a total mess. Juliet. That name. Why does that remind me of something? Entweder sie das oder ihre Erschafferin. Auch von der ersten Erschafferin. Ich will jetzt eigentlich nicht die ganzen Patienten hier durchlesen. Finden wir das mal alles mit. So, ganzen Evidence nehmen wir jetzt mal mit. So, okay. So, mal gucken, ob er dahinter ist. Richard must not be far. Okay. Chapter 5 must be read first. Okay. Das machen wir gleich. Wenn dahinter nämlich er ist, dann kommen wir da nicht ran an das Buch. Oh, was haben wir hier? Oedipus. Oh, hier ist es 2, 4, 3, 1. Oedipus showing his fear. Oedipus pointing to the object of shame. Oedipus indicating suffering. Oedipus showing the way. Okay. Oh shit, das kann ich benutzen. So, hier. Patient 16. Sorry, dass ich die ganze Zeit husten muss. Ich bin noch ein bisschen erkältet. Okay.
noch mehr Evidence. Aber jetzt hören wir uns mal die Bänder an. Tape number 7. October 28, 2001. Patients 211 and 216 exhibited the first signs of intense resonance increase. Both sanguines went from low resonance to a level never before achieved. What a flavor. I must admit that even I find it hard to resist. Unfortunately, patient 211 suffered the consequences. I will continue exploring further in this direction. I feel that I am getting closer to the goal. January 27th, 2002, 22:40. I thought I was close to a major breakthrough last month, with the promising results from the new types of XXX chemical doses. Unfortunately, it seems I got ahead of myself. It appears that the dose of amphetamines that I gave them was too high. There must have been an error in my calculations. Patients H216, H217, H222, H225, and H226 were lost in the experiment. I must ask Wyatt to find new test subjects. All of this time spent preparing them wasted. Around. Note for patient 1's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucinate. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now. Ist das nicht Schwansee? Oh, ich habe das Gefühl, da kann man... Oh Gott. Wir müssen nochmal in diesen Raum zurück. Mit diesen Schiebern. Das müssen wir nochmal hören. Es ist, glaube ich, er schiebt irgendwas. Dann gibt er einen Code ein. Aber den Code haben wir nicht. Ich will es mir noch einmal anhören. Note for patient 1's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucinate. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now. Also er hat 3 Bücher bewegt. Das ist hier, das ist nicht in diesem einen Raum. Okay, er hat 3 Bücher bewegt. Das müssen wir uns merken. Oh, wie viele gibt es denn da noch? June 17, 2008. Beryl and I are going to create a blood bar of a much higher quality than I thought. I will once again be able to focus on my research and oversee the work of the members of the Chantry. Beryl and his mad ideas. Ultimately, the prince was right. The solution for hunger is in my research. If we manage to stabilize these effects in more inconspicuous containers, we will become invisible to the rest of the world. Oha.
7 hatten wir schon? October 28, Ja, 2001. ne? Patients 211 and 216 exhibited the... Ja, hatten wir schon. Okay. Das ist nicht schlecht. Wir wissen, er hat dann 3 Bücher bewegt. Das ist dann nämlich nicht diese Reihenfolge. Das ist... vielleicht ist es noch eine andere Reihenfolge. Ach, das ist der Zahlencode, den er eingegeben hat. 2431. Okay. Den brauchen wir später. Jetzt müssen wir uns noch mal eben kurz angucken, was auf dem Computer da nochmal stand. Mit der Reihenfolge von den Büchern. In following order. 3, 5, 4. It seems obvious to me for psychoanalysis to contribute anything to the understanding of this phenomenon. Kindred, Volume 5 should be read first. Also 5, 3, 4. Gucken wir mal. Boah, dass man hier nicht laufen kann, ist nervig. So, 5, 3, 4. What could Richard be hiding? Himself. So, und das war... Was war das? 2431. A second layer of security. Schon wieder Schwäne. Oh, das... okay. Ah, ja. Das war das, was wir gehört hatten. Ist jetzt doch wohl nicht so einfach, jetzt alle nur gerade auszudrehen, oder? Nee, aber ich kann mich auch nicht umgucken. Da hätte ich zuhören müssen, jetzt weiß ich natürlich nicht. Ja, man weiß ja nicht, wie die ursprünglich standen, die Dinger. Als er das da eingegeben hat. Nee. Wie finde ich das denn jetzt raus? Das ist jetzt eine gute Frage. Schwanensee spielt das Ding ab. Okay, ich könnte natürlich gucken. Das war das. Note for patient 1's case file. The treatment is following its course with continued positive effects. Ah, shit, ich dachte, man könnte vorspulen. Note for patient 1's case file. The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucination. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now. Jetzt kommen die Bücher. Schwingt das Ding auf. Okay, das war ein bisschen viel. Er hat auf jeden Fall mehr als nur einmal gedreht. Jetzt ist natürlich die Frage auch... Ja, aber man weiß halt nicht, wie die standen vorher. Kann man das hier irgendwie rausfinden?
kann auch die Maus jetzt nicht bewegen, wie ich will. Das zu brute forcen ist ein bisschen heftig. Ich dachte gerade. Ah, da hinten sieht man sich was bewegen. Okay, warte mal. Ist es anders, wenn ich das so mache? Ich versuche dann da irgendwie runterzukommen, oder? Passiert was anderes, wenn ich den drehe? Nein. Ja, das kann man so nicht lösen. Das muss man wissen irgendwie. Das ist jetzt blöd. Jetzt ist natürlich auch dumm gewesen, dass ich das jetzt nicht so gelassen habe und dann... Ich kann mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Ach, warte mal, wenn du rauspackst. Können wir mit Auspackst hier was sehen? Nicht, ne? Vielleicht werden wir das Tape nochmal reinmachen. Note for patient one's case file. Oh, The treatment is following its course with continued positive effects on the hallucinate. Come in. Some chemicals have just arrived for you, Dr. Dunham. Great. Put them here. You may leave now. Also es ist irgendwie einmal gedreht, zweimal, einmal gedreht. Aber ja, von welcher Ausgangssituation, ne? Das ist scheiße. Schade. Ja, ich weiß nicht, wie ich das jetzt rausfinden soll. Ich muss noch mal gucken, ob ich das vielleicht... Oh, warte mal. 2, 4, 3, 1, ne? Das sind 4 Schwäne. Ah, die Richtung. Guck mal, da. Aber... okay, unten ist... Die Nummer ist wahrscheinlich der Schwan. Das heißt, hier der ganz rechte... ist der erste Schwan. Oedipus showing his 4. Ich würde sagen, das heißt nach links. So. Das zweite. Oedipus pointed to the object of shame. Und links. Oedipus indicating suffering. Die Frau zeigt nach unten. Das haben wir schon richtig. Okay, und die erste... Ah, nee. 4. Oedipus showing the way. Ist das jetzt ihre Hand? Vielleicht ihre Hand unten rechts? Er zeigt auch nach unten rechts, glaube ich, ne? So mit dieser flachen Hand. Probieren wir es mal.
Geil. Ich glaube, wäre das nicht durchnummeriert gewesen. An der Wand. Man hätte das mit der Oedipus-Geschichte lesen müssen. Das wäre... Oh shit. Whoa. What the? Zurück. A lab? Das habe ich eben zu spät gesehen. It's the SI. Ja. Jetzt kann ich so einen Teddybär vergessen. We've got to get the fuck out of here. Das ist jetzt richtig kacke. Dann verstecken wir uns mal, ne? Oh Mann, ich wollte gar nicht weitergehen. Ich wollte den ganzen anderen Scheiß noch machen. Vor allem die da rausholen und das... Ach, das ist der ganze Kram sonst gewesen, okay. Ah, Mist. Ach, fuck, ey. Nee, warte, das ärgert mich jetzt. Kann ich nicht... Ich konnte irgendwann zurückgehen, glaube ich, ne? Warte mal, jetzt Main Minimal? Nein, Cancel. Restart. Restarte ich denn das ganze Ding? Oh, ich will das ganze Ding restarten. Ja, komm, na, da muss ich jetzt mit leben. Tja, das ist jetzt scheiße. Eigentlich, okay, ich wollte eigentlich noch das Ding hochschicken und ihr das geben, damit sie rauskommt und so. Jetzt habe ich mega viele Erfahrungspunkte verbaselt, ey. Ich habe dieses blöde Icon zu spät gesehen, als ich drauf gedrückt habe. Take. Okay, das nicht taken. Ah, okay, will ich jemand fürs Geld. Ist mir egal, ich muss es mitnehmen. This goes back a ways. I've got a feeling of déjà vu. Was ist das hier? Like I know this story. I've heard the name Marie before. But where? Oh, jetzt konnte ich auch die ganzen Samples nicht... Nee, Leute, sorry. Nee. Ich muss es nochmal restarten. Ich mache das jetzt wie folgt. Ich weiß nicht, was Restart jetzt heißt. Ich dachte eigentlich, man könnte zu bestimmten Dingern zurückspringen. Kann ich das nicht hier machen? Nee, ne? Ich mache alles wie vorher. Oh gut, das mit Barrel. Komm, ich zeichne es mit auf. Bringt ja nichts. Tja, was für eine Scheiße. Jetzt können wir den ganzen Bums nochmal von vorne machen. Es wird dazu eine Folge geben und die solltet ihr vielleicht auch nicht verpassen, denn ich habe das wie Folge gemacht, ich habe dann so ein bisschen vorgespult, das werde ich dann am Anfang des Videos nochmal sagen, aber schaltet beim nächsten Mal wieder ein, dann sehen wir das Ende von diesem Dreiteiler von Lisha in dem Red Salon und ja, schaltet gerne wieder ein. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da oder schreibt was in die Kommentare. Ich dachte eigentlich, es gibt so einen Lademechanismus bei diesem Spiel, aber scheinbar nicht. Ich dachte halt immer, wenn automatisch gespeichert wird, kann man dahin zurückspringen, wo man vorher war. Aber gut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.